Ja, ich bin Georg, Mitgründer und CMO von Manico. Ich arbeite seit 12, 13 Jahren im Performance Marketing, habe damals schon 2009 angefangen, Facebook zu benutzen, als es ganz neu in Deutschland ausgerollt wurde. Damals gab es nur die Right-Hand-Side-Ads auf Desktop. Ja. Habe 10 Jahre Beratung gemacht für andere Firmen, wie sie gerade online gut skalieren und verkaufen können. Und habe vor 2 Jahren meine eigene Marke Manico gegründet, wo ich jetzt als CMO tätig bin. Also wir haben uns immer auf die Facebook-Zahlen verlassen, schon seit einigen Jahren, weil die mit der Zeit richtig gut geworden sind. Also die Jahre davor konnte man mit Facebook ja komplett frei schalten. Man hatte die besten Daten auf Facebook gehabt, man konnte Facebook zunehmend freie Hand geben. Bis hin zu Cost-Cap-Kampagnen, sogar Budgetverwaltungen konnte man eigentlich größtenteils an Facebook geben. Und das hat sich über die Monate des letzten Jahres Stück für Stück verändert. Wir hatten den ersten kleinen Veränderungen gesehen zum Januar schon, vorbereitend aufs iOS-Update. Damit haben wir aber eigentlich, war noch nicht signifikant, haben wir gut überlebt. Auch den eigentlichen Change zur Mitte des Jahres haben wir noch verhältnismäßig gut überlebt, weil wir vor allen Dingen kampagnenstrukturell noch ein paar Anpassungen gemacht haben, die das ausgepuffert haben. Und wir haben jetzt tatsächlich zum Jahreswechsel den großen Drop gemerkt, dass vor allen Dingen die Facebook-interne Attribution gar nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, Facebook hat die komplett falschen Ads ausgespielt, Facebook hat die komplett falschen Budgets verteilt. Das heißt, alle Ausspielungen, die man sonst zu Facebook geben konnte, zu sagen, ich gebe dir das Budget und verteile das Budget mal bitte in den Anzeigegruppen sauber nach Performance, oder ich gebe dir die Ads in der Anzeigegruppe, verteile mal das Budget der Anzeigegruppe sauber auf die Ads. Die ganzen Verteilungen haben nicht mehr funktioniert. Zum Start mit Tracify muss ich erstmal sagen, wir hatten super schnell einen sehr professionellen Kontakt bekommen mit Marius. Der war eigentlich sofort verfügbar. Ich glaube, ich habe kurz, ich weiß gar nicht, eine E-Mail, einen kleinen Anruf gemacht, bin sofort durchgekommen, habe sofort einen Call bekommen und habe eigentlich in kürzester Zeit mit ihm auch auf Augenhöhe über die ganzen Probleme connecten können, wo ich gemerkt habe, okay, also war am ersten Call gesold. Also es hat wirklich nur einen Call gebraucht und ein Gespräch, 10 Minuten, wo wir gemerkt haben, okay, ihr habt total verstanden, was das Problem ist. Ihr müsst zwangsläufig aus der Branche kommen, entweder selbst die Probleme viel gehabt haben oder mit vielen Kunden gearbeitet haben, die Probleme haben. Ich konnte nach jetzt mittlerweile 12, 13 Jahren Facebook-Erfahrung, wo man schon mit vielen Leuten, Agencies, Tools und so geredet hat, sofort auf Augenhöhe kommunizieren, was die Probleme sind, hat sofort auch ein bisschen strukturellen Input. Wir haben einen guten Chat gehabt, war super angenehm, super schnell, super professionell. Also da war ich positiv überrascht und im ersten Call war mir schon klar, dass das auch im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, ich habe ja natürlich geguckt, andere Tools angeguckt, ein paar Calls gehabt in die Richtung, wo die anderen sonst operiert haben, ein absolutes anderes Level, fand ich, vom Verständnis, von dem Problemverständnis, von den Lösungen. Was war jetzt der direkte Impact, den jetzt du auch in deinem Daily Business quasi gespürt hast durch Tracify? Ja, wir hatten uns ja schon eine Zwischenlösung gebaut. Wir haben ja dann schon eine ganze Weile nicht mehr aufs Facebook-interne Tracking vertraut, weil das komplett off war. Also das war komplett woanders, als die Realität war. Das heißt, wir hatten eine relativ komplizierte Zwischenlösung gebaut und haben dann diese Zwischenlösung parallel laufen lassen mit Tracify. Was wir sofort gemerkt haben beim Switch ist natürlich, in dem Moment, wo wir die Daten direkt im Browser uns anzeigen lassen können, konnten wir die ganzen Optimierungsschritte direkt im Account machen und haben massiv Zeit gespart, dass wir nicht mehr Zwischenreportings ziehen müssen, die zum Teil auch anderes Delay hatten und so weiter und so fort. Das heißt, wir konnten einfach viel schneller Entscheidungen treffen, direkt im Account. Und durch dieses Mehr an Daten, auch nochmal deutlich mehr als unsere Zwischenlösung, sowieso mehr als Facebook, aber auch nochmal mehr als unsere Zwischenlösung, haben wir auch nochmal viel schneller die Entscheidung treffen können. Das heißt, wir haben Budget gespart, was wir ausgeben mussten zum Testen und zu merken, dass Ads nicht laufen. Wir konnten Ads, die gewonnen haben, schneller als Gewinner identifizieren, konnten die schneller skalieren. Und das waren 2 ganz sofort offensichtliche Vorteile. Was sich über die Zeit auch gezeigt hat, ist, dass wir auch Schritt für Schritt mehr von den Attribution Windows profitiert haben. Am Anfang merkt man es gar nicht, weil wenn man dann wirklich ein paar Daten hat dann diese 1 Tag, 7 Tag, 28 Tag Attribution auch nochmal ein paar Neuigkeiten rausgebracht und dann auch ein paar Ads nach oben gespült, die uns sonst auf jeden Fall untergegangen wären, oder ein paar Ads ein bisschen runtergedrosselt, die wir auf jeden Fall überbewertet hätten. Okay, all in all eine sehr, sehr geile Story. Für wen würdest du Tracify empfehlen, wenn die sagen, okay, hey, ich habe gerade Probleme mit meinen Facebook-Ads? Also, ich denke, dass Tracify für jeden, der sinnvoll Adspend ausgibt, eigentlich wichtig ist, weil Tracking für jeden, der sinnvoll Adspend ausgibt, wichtig ist. Ich glaube, dass es vor allen Dingen besonders viel bringt für Produkte mit langen Entscheidungszyklen, weil die nochmal exponentiell von den Vorteilen der langen Attribution Windows profitieren. Wir haben jetzt persönlich den Vorteil, dass wir recht schnelle Entscheidungszyklen haben und schon wir merken 55% mehr Daten und bessere Entscheidungen. Aber ich kenne viele Produkte, die von Wochen und Monaten Entscheidungszyklus reden
Und die profitieren natürlich massiv, dass sie einfach länger diese Daten bekommen, weil sonst die Ads einfach in dem Attribution Windows von Facebook, die extrem reduziert wurden, einfach nicht mehr die Abschlüsse mitbekommen. Ich denke, dass die Zeitersparnis für jeden relevant ist. Also ich kann wirklich sagen, ich wüsste kein Szenario, wo man sagen würde, ich will weniger Daten haben oder ich will die Daten mühsam aufbereiten müssen oder ich will im Prinzip schlechtere Entscheidungen treffen. Von daher, meine Empfehlung ist für jeden, der mit Facebook arbeitet und signifikant Adspend hat, für den es ein wichtiger Kanal ist, dass der sich um sein Tracking kümmert und dass der das mit Tracify dann abbildet. Ja, sehr cool. Ich glaube, wir haben super viel mitgenommen. Danke dir. Danke auch euch. Kompliment zum ganzen Wissen, das du da hast. Danke sehr. Also sehr, sehr beeindruckend. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und wir sehen uns.